Also der einzige, sag ich mal, Sinn dahinter, dass es noch kein Damage-Ranking gibt oder gab, ist, dass ja tatsächlich jetzt im letzten Patch erst wieder... Oh, das war doch der letzte. Ne, das war der vorletzte. Im vorletzten Patch wurde ja die Crit-Rate von Jester zum Beispiel verringert. Bei höchstmöglichem Crit-Damage wurde die entsprechende zugehörige Crit-Rate verringert zum Beispiel. Und es gab auch noch hier und da ein paar andere Änderungen in den letzten Monaten, seit das Update raus war. Also dahingehend, sag ich mal, ist das einzige Argument pro, dass sich so ein Ranking verzögert oder, naja, es wird wahrscheinlich niemals kommen. Aber, dass man sagen kann, ja gut, theoretisch müsste man jetzt nochmal testen. Zwar dann meistens immer nur für eine oder vielleicht für 2 Klassen, aber ich meine, da hat natürlich auch keiner Bock drauf. Kann nicht so ein Act sein. Naja, doch, es ist schon ziemlich aufwendig. Ich weiß es nicht, warum die es nicht machen. Kannst ja gerne mal einen Moderator anschreiben und fragen. Kudo hat es gemacht und er wurde geghostet. Dementsprechend gerade mit Third Job Change ist viel zu aufwendig mit zu vielen Bedingungen. Was denn für Bedingungen? Masteries und so ein Scheiß oder was? Also für die 1v1-Klassen nicht. Für die Magier ja. Für die skillbasierten Klassen schon. Für 1v1 safe nicht. Wen interessieren die Magier? Also ganz ehrlich, im DPS interessieren sie mich eigentlich echt nicht so sehr. Also wenn es um DPS geht, redet man ja eh nicht von Magiern und Ringmaster. Also es sind effektiv 5 Klassen, die du testen müsstest. Die klassischen Crit-Damage-basierten Damage-Dealer-Klassen. Und da spielen die Masteries größtenteils keine große Rolle. Also bei Blade zum Beispiel gar nicht. Bei Knight bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube auch nicht. Bei Jester spielt es eine relativ... Also Jester kann mit Masteries relativ viel machen. Wobei es da auch eine definitiv beste Antwort gibt. Höchste Crit Damage. Also zumindest bei dem Skill, der den meisten Damage gibt. Müsst halt nur irgendwie probieren, die Crit-Rate hochzuhalten. Dann wäre da eigentlich auch die Antwort. Also, es gibt natürlich schon ein paar Variationen. Aber allein schon deswegen, warum es keinen Sinn ergibt, im letzten Ranking haben sie bei Blade literally jede Waffenkombination getestet. Da haben sie irgendwie 10 verschiedene Waffenkombinationen getestet. Und bei Elementor auch haben sie verschiedenste Skill-Kombinationen getestet. Das hat aber kein Mensch verlangt. Also, klar, also bei Magiern und so grundsätzlich, aber bei Blade, dass sie da 42.000 verschiedene Waffenkombinationen getestet haben, kein Mensch hat das verlangt. Die Leute wollen einfach nur wissen, wer macht den höchsten Schaden mit bestem Equipment. Also, wenn sie es jetzt wieder so machen würden, wen zum Teufel juckt, ob ein Blade mit Butcher's Carnage und Hernes Sword besser ist als mit Bloody Axe? So, what the fuck, Junge? Nobody gives a fuck, man. Wieso verschwendest du deine Zeit damit? Niemanden interessiert das. Also das letzte Damage-Ranking war schon ziemlich unnötig eigentlich. Ich meine, ich habe zwar damals gesagt, dass es cool ist, dass sie es gemacht haben. Das war ja auch cool. Aber kein Mensch hat das verlangt. Also die Leute wollen immer nur wissen, wer macht den höchsten Schaden. Und wenn es um den höchsten Schaden geht, dann gibt es nicht viele Optionen. Also das Einzige, wo ich sage, ja, das ist schon ein bisschen blöd, ist mit den Masteries. Weil manche Masteries schon dein Damage beeinflussen natürlich. Also es schon einen Unterschied macht, welche Mastery du nimmst, weil dann schon dein Schaden höher oder niedriger ist. Aber vor allem equipment-technisch würde ich sagen, das ist Bullshit. Und theoretisch müsste es auch nicht zwingend perfekt sein. Es muss halt überall gleich sein. Aber logischerweise soll es wahrscheinlich schon perfekt sein, keine Ahnung. Aber, also ich sage mal so, die haben sich da letztes Mal viel zu viel Arbeit gemacht. Natürlich, wenn du das als Grundlage nimmst, was sie letztes Mal gemacht haben, dann im Hinblick auf Third Job, klar, das wirkt dann so, als wäre es uferlos. Aber da kommt auch wieder dazu, letztes Mal haben das, glaube ich, 2 Mods gemacht. Theoretisch könnte ein Moderator sich um eine Klasse kümmern. Also das heißt ja auch nicht, dass das eine Person machen muss. Ja. Sagt auch niemand, dass das einer machen muss. Also ich meine, wofür haben wir 52.000 verschiedene Moderator? Ich meine, actually ist das nicht ihr Job, aber so.
Vom Ding her. Das ist mal... Also ich glaube, federführend hat letztes Mal ein Moderator gemacht und unterstützt wurde er, glaube ich, von einem zweiten. Ja, aber dann frag halt einen von den anderen 58 Moderatoren, ob er vielleicht helfen kann. Weil wenn sich jeder nur um eine Klasse kümmert und dann auch Experte für diese Klasse ist, dann dürfte das ziemlich schnell erledigt sein. Dann könntest du es schon so machen. Dann könntest du wieder verschiedene Equipment-Kombinationen testen, verschiedene Masteries. Und da ist es ja auch so, ich meine... Grundsätzlich, bei vielen Sachen gibt es einfach eine definitive Antwort, was ist stärker. Oder es gibt die Antwort, es ist vollkommen irrelevant. Gibt ja auch Masteries, die überhaupt keinen Sinn ergeben, wie zum Beispiel bei Crackshooter gibt es die Mastery, dein Skill hält 40 Sekunden und dein Cooldown ist 40 Sekunden bei dem Barrage. Ja, oder dein Skill hält 1 Minute und dein Cooldown ist 1 Minute. Ja, da weiß jetzt auch nicht, was besser ist. Bruh. Also es gibt ja auch Masteries, die straight up keinen Sinn ergeben. Da kannst du auch schon mal einiges skippen. Und wie im Fall von Blade zum Beispiel, wie gesagt, Blade müsste ich mich schon sehr täuschen, aber hat eigentlich nur einen einzigen Skill, der seinen Schaden beeinflusst, der mit der Storm Slash. Und erstens würde ich den in einem Damage Ranking wahrscheinlich gar nicht benutzen, weil er dafür einen viel zu hohen Cooldown hat. Weil der nur eine saukleine Uptime hat. Also eigentlich dürftest du eh nur Skills benutzen, die eine 100% Uptime haben. Und, ja. Keine Ahnung. Also ja, natürlich kann man sagen, es ist zu aufwendig und sich damit irgendwie rausreden. Aber wenn sich da ein ganzes Team von Leuten damit beschäftigt, wie gesagt, einer pro Klasse und so weiter. Also es ginge schon. Wo ein Wille, da ein Weg. Aber wenn man natürlich keine 8 Leute findet oder auch keine 4 Leute oder so, die darauf Lust haben, sich damit intensiv zu beschäftigen, dann geht das natürlich nicht.